Jesham sa esha Bhagavan dayayed ananta sarvatmanasrita padam jadi nirvalikam te dustaram mati taranti cha deva mayam no mamahamiti dhi sa sigala bhakshe. Jesham sa esha Bhagavan dayayed ananta sarvatmanasrita padam jadi nirvalikam te dustaram mati taranti cha deva mayam no mamahomiti dhi sa sigala bhakshe. Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, der hat erwähnt, Bhagavad Kripa kriegst du niemals direkt. So, Gaudiya Goshtipati, der hat uns mitgeteilt, dass wir die Kripa von Bhagavan niemals direkt kriegen. Also du musst, es ist nur über Guru und Vaishnava möglich. Guru und Vaishnava, das ist Nityananda Balaram in der Form von Satguru Vaishnavas. Kimpa in die materielle Welt. Um die Seelen in der Welt zu befreien. So, direkt Kripa ist nicht möglich, nur durch Guru und Vaishnava, weil eben Krishna als Balaram erscheint. So, das Balaram ist das originale, ursprüngliche Guru-tattva. Und Baladev, der ist erschienen in der Welt in der Form von viele verschiedene Satgurus, vielleicht auch von verschiedenen Sampradaya, aber die müssen Satgurus sein. Es sind 4 authentische Sampradaya. Er hat schon mehrmals den Vers besprochen. Also die Geweihten, der Vers sagt eben, dass die Geweihten von Janardhan bedeutet, die Seelen in der Welt, die leiden seit ganz langer Zeit, und um denen zu helfen, erscheint Janardhan, Bhagavan Sri Krishna, in verschiedene Formen. So, die erste Erweiterung von Sri Krishna ist Baladev. Swayam Rup ist Sri Krishna. Swayam Rup, der ist ganz unabhängig. Komplett. So, der höchste Herr ist, und es nennt sich Swayam Rup. Und von Swayam Rup kommt dann die Form, die erste Erweiterung, das ist Baladev Prabhu, Baldauji. Und nachher kommen mehr und mehr Formen, Quadruple, also das ist das erste Chaturvyu, das zweite Chaturvyu, und dann kommen die 3. Aber da, also die 2 Verse, was jetzt gesprochen hat, die sind beide vom Bhagavatam. Those who are averse to Supreme Lord, those who are busy with Maya Seva all the time, they are always busy with Maya Seva. They have no information. So, die meisten Leute sind beschäftigt mit Maya Seva, die dienen der illusionierenden Energie in der Welt.
Die haben keine Idee, wo die transzendentale Welt ist und was dort vor sich geht. Das ist warum dort in dem Vers im Srimad Bhagavatam Vidur those who are not following Bhagavad Dharma, Dharma means actually absolute Dharma is Bhagavad Dharma. We have no option. Still in this material platform, those bonded souls, they are following different kind of Dharma. So, es gibt viele verschiedene Dharmas in der Welt. Body Dharma, Body Dharma, also verschiedene Ashrams. Also die viele sind beschäftigt Body mit dem Körper, Körperdharma. How to follow beauty magazine, how to screen these thousands of people. Also da spenden Leute auch viele Tausende von Euros, wie sie jetzt ihr Haut oder den Körper oder ihr Aussehen verbessern, verschönern. Das ist Maya, das hat er schon am Anfang in den ersten Vers erzählt. Also den Körper kann jederzeit ein Schakal oder Fuchs oder Hund kann den Körper essen. Das ist die Kondition von dem Körper. Jederzeit. 15 years back here in Godrum, one man drinking wine. So 15 Jahre zurück da in Godrum, da hat ein Mann Wein getrunken. Also das ist nicht lang her, da waren noch nicht so viele Leute da in Mayapur. Und er liegt in dem Gras, in der offenen Wildnis da. Und er war eben betrunken und er hat gesagt, die Leute, die was ihn getroffen haben, steh auf, jetzt wird es dunkel. Und nachher hat er aber gesagt, nein, lasst mich, ich bin zufrieden. So in der Nacht ist er dann aufgegessen worden von den Schakale. Die haben das Fleisch gegessen dann von seinem Körper. Die haben den ganzen Körper aufgegessen. Und am Morgen ist das Skelett dort. Oh, das war der Mann, der den Wein getrunken hat, dem am Vortag. So, das ist die Position vom Körper. So 20 Jahre zurück, da hat der Devotee auf der Veranda Gayatri Mantra chantet. Und der Chakal, der wollte dann kommen und seinen Körper essen. So, das ist die Kondition von dem Körper. Nirmatsaram. It is Paramahansa Dharma. We are following, we are trying, but ultimately we'll have to go up to that level. So, wir müssen auf die Stufe kommen von Nirmatsara. Dann kannst du das Bhagavad Dharma verstehen, was das wirklich bedeutet. Dann realisierst du, dass Bhagavad Dharma ist Paramahamsa Dharma. Es ist nicht ein gewöhnliches Dharma. Nirmatsara, das ist können Paramahamsas folgen. Jetzt momentan ist es ein Versuch, was wir machen. Aber irgendwann kann man das dann wirklich realisieren, das Bhagavad Dharma. So, die was eben gegen den höchsten Herrn jetzt sein, to bless them, to deliver them. Nunam nishchitameva. Surely, no, it was sure. Also, die zu segnen, die Leute, was
komplett keine Ahnung haben von der spirituellen Welt. Mahanto, who is actually Acharya, Paramahamsa, has no personal interest. So ein Mahant, der hat kein persönliches Interesse. Er reist nur in der Welt, um eben die Seelen zu befreien. Mahant Nirkachna die Barmherzigkeit. Also die gehen in verschiedene Häuser, um eben die Leute dort zu befreien, wenn sie über Krishna sprechen. So wie du, Maharaj, Yudhishthira Maharaj hat gesagt, Yudhishthira Maharaj hat gesagt, du bist ja Paramahamsa. Und Narottam Das Thakur spricht das Gleiche. Sarva Siddhi Govinda Charan. Sarva Siddhi Guru Charan. Also wenn du nicht die Chance hast, so viel an heilige Orte zu reisen, aber wenn du an die Lotusfüße von Gurudev ankraftet bist, nachher hast du dort alle heiligen Orte, sind dort vorhanden auf die Lotusfüße von Gurudev. Du musst nirgends hingehen dann. Sarva Siddhi Govinda Charan. That's why Yudhishthira Maharaj in front of this Paramahamsa, Vidurji Maharaj speaking Bhagavad Gita, Kirti Kurvanti Tirthani Santastena Vadabhritaha. Because Supreme Lord is already confined inside your heart. If you can confine Supreme Lord inside your heart, that is called topmost purity. About purity it is written, if you can have a constant touch with Supreme Lord, that is called the best purity factor. Also die beste Reinheit ist, wenn du ständig mit dem höchsten Herrn zusammen bist. Also du kannst das extern machen in Form, dass du Winderdevi berührst, Ganga-Wasser über die sprinkelst. Aber der Hauptgedanke ist dabei, dass du in Berührung sein musst mit dem höchsten Herrn. So you see, the first log actually, I speak, it is written a condition. A condition they written there. What is that condition? It is written, Jesham sa esha Bhagavan daya ed ananta. Bhagavan Anantadev, Supreme Anantadev, if Anantadev going to bless you, accept you, so, wenn Anantadev die akzeptiert, in dem Fall sind alle Probleme gelöst. in that case all problems solved. It is written, Jesham sa esha. Esha Supreme Lord. Who? Esha, wer der höchste Herr? Balaram, Ananta. Anantadev is going to bless you, give you full blessing. Jesham Sayesa Dayaveda Ananta Sarvatmana Asrita Padam Jadi Nirvalika. Sarvatmana Asrita Padam means you have no condition. Manaso Deho Geho Jo Kichumo Fitnua Nahim Shor. You will have to sing this song. Nanda Krishna. Alone, not to exhibit that I am a big singer. You enter into room. What you are doing inside room? Do kirtan. No, the life man. Go on doing kirtan. It is the only way to satisfy Supreme Lord. So Kirtan ist das Beste, wie du den höchsten Herrn zufriedenstellen kannst. Nityananda Gauranga Adarpasi Lila Korarai Kon Bhagavan Teka Paribai. So, wenn du vom Glück begünstigt bist, dann kannst du Nityananda im Kirtan sehen, Gauranga im Kirtan. Aber wenn du eben nicht vom Glück begünstigt bist, dann kannst du das nicht sehen.
You can remember in Jaiva Dharma, So im Jaiva Dharma, Srila Bhaktivinoda Thakur, in where? In Seva Sangam. in Shiva Sangam, da kommen die zwei Jungs von Srinathpur und die kriegen volle Kripa dort vom Babaji Maharaj in Shiva Sangam. So humble, so humble. So die sind so demütig und Babaji Maharaj segnete, du kannst Bhajan machen. Attachment for family, nothing, no. If there is any attachment that side, and that can make you dance like puppet on a chain, you know. Puppet on a chain, you know. Kunti Devi is speaking. Nato natto dharo yatha. Natyo natyo taro yataha. Some dolls are there, and some people, you see, the dolls, they are fighting with each other. And they are speaking very secretly. You cannot understand that he is speaking. You can see that doll is speaking. And they have some fine trade that the dance, the dolls dancing, fighting. Also es ist wie so ein Puppenspiel, wo sich eben Krishna, der bewegt sich, oder jeder tanzt nach der Führung von Maya Devi. So alle tanzen das, sie brauchen das, sie brauchen das, sie wollen dorthin gehen und dorthin gehen. Aber I cannot force anybody to do. It is not a matter of forcing. From heart if you can feel, if I can satisfy. So vom Herzen, wenn du fühlst, dass du wirklich Brahmacharya Gelübde folgst, dann ist das okay. It is not possible. Brahmacharya means nicht. It's not possible. But in Grihastha life also you can get picture. As some rules and regulation. Anyway, so you see, there it is written, Vidurji Maharaj, So Vidur Maharaj, der schreibt, du kannst all die Orte reinigen, wenn du dorthin gehst, die Lotusfüße berührst. Also du ladest die ganzen heiligen Orte wieder auf. In Shiva Sangam ist das auch passiert. Die zwei Jungen, was dort kamen sind, die haben ganz ein großes Fest von Vaishnav Seva organisiert. Zu der Zeit waren Vaishnava but first try to understand who is Vaishnava, actual Vaishnava, who is not. Bhaktivinoda writing, oh man, what to speak more? If you travel here and there, all around the world, village and town, rarely you can meet with a pure Vaishnava if your luck is very favorable. Oh Mahadayagon, Bahu Gram, Bahu Shahar, Bahu Desh, Brahman Kore, somebody can meet with by pure Vaishnava. Even if you meet, you cannot understand he is pure Vaishnava. No such popularity. Not thousands of people not coming in for Srila Bhaktivinoda Thakur hat schon zu seiner Zeit gesagt, dass reine Vaishnavas ganz selten sein und du kannst ja nicht sehen mit deinen Augen. Du verstehst nicht, dass das ein Vaishnava ist, wenn du uns sehen würdest. Du denkst, das sind Leute mit vielen Anhängern, tausende von Leuten sitzen und hören ihnen zu, aber das können ganz versteckte Vaishnavas sein. So, wir haben ein falsches Verständnis von dem, wer wirklich Vaishnava ist. So Vaishnavas sind die, was wirklich eine starke Neigung haben zu Seva. Also wenn du siehst, dass wenn der Seva-Stimmung mehr ist als wie seiner, als wie jetzt den anderen, also siehst, dann ist das ist eine höhere Devote. So Bhaktivinoda Thakur, writing in Jaiva Dharma, in this Vaishnava Seva, some pure Vaishnava, obviously, were there? They are taking prasadam, and
So in Srivasangan, wo die Vaishnavas eingeladen worden ist, wo das Mahaprasadam verteilt worden ist, nachher haben alle gestoppt auf einmal und haben in Srivasangan gesehen, Malini Ma, Sachimata, Srivas Thakur, alle haben sie gesehen. Weil die Situation hat eben die transzendentale Welt jetzt gerufen. Also die haben dann gestoppt, Prasadam anzunehmen. Und sie haben dann die ganzen Vaishnava vor sich gesehen, in der transzendentalen Welt. Und nach einer gewissen Zeit ist es wieder verschwunden. Raghunath Das Goswami, Babaji Maharaj ist voller Ekstase. Und er sagt, erst war es jetzt so vom Glück begünstigt, euer Herz ist so rein. Das ist warum, dass wir heute das Nitya Lila erscheinen gesehen haben. Das ist Navadvip-Dham. Also das ist Navadvip-Dham und da ist Nitya Navadvip-Dham. So, die wirklichen Devotees, die haben solche Erscheinungen von dem wirklichen Dham. Und manchmal ist es ein Mix mit Maya. So in der Welt siehst du es manchmal in Maya und manchmal die transzendentale Welt. Also in der Welt ist immer eine gewisse Kontamination da. So der Darshan ist nicht perfekt. Der heilige Dham ist immer perfekt, aber unsere Vision zum heiligen Dham also da ist immer eine Kontamination da. So, die Kondition im Bhagavatam ist Yesham Esha Bhagavan da Ananta. So, wenn die Ananta dich segnet, in dem Fall, dann sei dir sicher, dass du frei bist von der materiellen Fesseln. Also du musst vom ganzen Herz aber hingegeben sein. Das ist das, was von deiner Seite kommen muss. Kein Selbstinteresse, kein Hauch von Selbstinteresse. Reines Dienen. So, Nirvalikam bedeutet, so, Nirvalikam bedeutet, dass wirklich das innerlich und äußerlich dasselbe ist. Sarvatma Asheda Badam. So, wenn du das nicht machst, das so hingeben, nachher kommt die zweite Kondition, die wird dein Herz nicht berühren. Also die zwei Punkte in dem Vers sind verbunden. Das eine kann nicht ohne dem anderen funktionieren. Die Yanaha, die Leute, so, es ist unmöglich, hat Srila Bhagavan in der Bhagavad Gita gesagt. Es ist unmöglich, die Bhagavad Gita, die Maya zu überwinden.
nachai chadanochaya sadhugur kipa bina nahi pauri. Very simple. Also All Siddhanta, they are very secret. ganz einfach What ist is es in there der in Bhajans. What is there in Ujjalimani? What is there in Also was im Rasamrita Sindhu ist, in Ujjvala Nilamani, das ist alles dort in Kirtan. Arodam schreibt es dort. One word from Kirtan. Also One word from Kirtan. Bhakti Maharaj used to say. Last one word from Kirtan, if you explain, you say, so wenn du Wort für so many. Yes, you cannot understand. Wort für Wort erklärst jetzt von des We can make volumes of book. von den Wörtern By kannst the help du of Arthana Prem Bhakti Chandrika. Volumes auf Bücher schreiben. Von Bhartana oder Prem Bhakti Chandrika. Ein Wort, da kannst du so viel schreiben dann und so viel lesen. All secrets you can get. So follow what I say. So actually, Sarvatmanasthitapadam Jyoti Sarvatma Shinapadam Nirvana Tetustaram Patit. They can cut Maya. Also die können die Maya, die illusionierende Energie überwinden. So it is written there. After that, Sa Sigalo Bhakshe No Mama Humiti Dhi. Dhi means, actually in morning time, Prachodayat, we use this word, no? It is prohibited to speak openly. But at present, they are Gayatri Mantra on record going on. Even Sudra, Do, there you have the scope to hear. This is Kalika. Also das Gaya-Mantra ist normal geheim, aber jetzt läuft sogar das Gayatri-Mantra schon auf einer Musik-CD und Shudras können das hören. What is the meaning of Gayatri? What is the meaning of Kam Gayatri? Oh, secrecy. No problem. Very. Also das ist So, no mama humiti dhi. Dhi means ganz versteckt und geheim, die Bedeutungen in dem Gayatri-Mantra. dhi means brain. Inspiration. So, die More precise we can say, no mama humiti dhi, we can get some inspiration. Without inspiration, your dhi is maya. Die, also ohne Inspiration ist dein Then Kopf your dhi is contaminated with maya. voller Maya. Sasigala bhakshe. Also du brauchst Inspiration vom Höchsten. Warum kümmerst du dich so viel um deinen Körper, wenn du ihn eh nicht halten kannst? Vielleicht Maximum 100 Jahre. Jagannath Das Babaji Maharaj ist 120 Jahre. Das ist ganz selten. Normalerweise 100 Jahre. Komm. So ist keine Alternative. Also du sollst den ganzen Tag weinen, ohne miteinander. Wir sterben in Kürze, wir verlassen den Körper. Und wir sind immer noch nicht aus der Verstrickung rausgekommen. Miteinander, bitte hilf uns. Coming from Balaram. But still we are speaking this word because Ananta there is no need. Also warum schreiben wir Ananta in dem Vers? Balaram in der Form von Anantadev ist es. This word you can realize also. And Baladev this word also I can define, I can explain. Also er kann die Worte erklären. Ananta, was das bedeutet, und Balaram, was das bedeutet. Ananta bedeutet unendlich. Also als erstes musst du realisieren, dass wenn du Einweihung genommen hast von einem Gurudev,
So, where is the main problem lie? Where is the main contamination? was ist das Hauptproblem, die Nobody Hauptkontamination playing their head over this issue. über das Thema? Srila Prabhupada sagt, Nobody going to play their head over this issue. Where is the main problem? Why is so contamination in this bhajan line? also weil so viel Kontamination in der Bhajan-Linie unter die Vaishnavas. Srila Prabhupada sagt, es ist, weil wir so dumm sind und wir denken, wir haben jetzt Diksha, Einweihung und das war's. Und nachher wissen wir alles schon. Aber was jetzt wirklich Diksha bedeutet, das ist erst der Anfang. Das ist, Srila Prabhupada sagt es. No purity nobody can maintain. Now we can get thousands of billions of dollars, everything, but purity you cannot maintain. So, das ist, Diksha ist ein ganz langer Weg. Es ist nicht einfach eine Einweihung. Es ist ein ganzes Prozess. To maintain purity. Until and unless I am doing bhajan, I cannot arrange my sleeping very nicely. Maharaj, you can sleep here very nicely night time. Hey, come on man, I am not sleeping everywhere. Why is it nice place nobody can listen? You are foolish actually. I am sleeping, I am sleeping in such a place where I cannot sleep properly. Also schlaft an so einem Ort, wo nicht wirklich schlafen kann. Also wenn schlaft, wie kann dann Bhajan machen und Harikatha sprechen? So, muss wieder aufstehen und sofort. Das ist das Zeichen, was Gurudev aufzeigt von Srila Bhaktisiddhanta Bhaktivinoda Thakur. So, wir nehmen Diksha an, aber wir verstehen nicht wirklich, was Diksha ist. Also was ist das Symptom von einem Sadguru? Srila Prabhupada sagt, da was in Bhagavad Seva wirklich 24 Stunden beschäftigt ist. 10% working and 90% subconscious mind giving us backing. We don't feel. Follow? So I have seen practically. I'm not speaking in a story. Guru Maharaj sleeping. Also es hat er wirklich gesehen. Guru Maharaj, es hat so ausgeschaut, als wir schlaft, aber seine Zunge hat sich immer bewegt, hat immer chantet. So 24 Stunden, wer mit Bhagavad Seva beschäftigt ist, das ist Sadguru. Das ist auch ein Symptom, was er jetzt sagt. So, warum im Hari Bhakti Vilas ist geschrieben, dass du Gurudev testen sollst und er die. Right, by some condition, some secret darshan, I can speak someday. How Sanatana Goswami writing? Is Sanatana Goswami writing wrongly? No. Why is Sanatana Goswami writing this way? Whereas for Pandit soul, it is not at all possible to understand the mood of Sadguru. Also gebundene Seelen können Sadguru nicht verstehen. Sanatana Goswami schreibt, ich kann das anderes mal erklären. So, du musst 100% interessiert sein, um wirklich ein Sadguru zu kriegen. Also wenn du wirklich Diksha annehmen willst, dann musst du 100% interessiert sein. You are 100% interested to dedicate your life for Guru Vaishnava Seva or not? Or you have some condition, Gurudev, you can give me Diksha, I can give you 50,000. And after sannyas also I can give 4 lakhs.
Yes, I'm in the assassin. They give 4 lakhs to get diksha, a sannyas diksha. Whereas I can throw that man to home and arrange 2 or 3 marriage for that man. Whereas they are giving sannyas. What to speak more? I am not speaking even a single word lie. So follow this condition. And another point, Sanatana Goswami writing this way, because if he is 100% interested to get Sadguru, so wer wirklich 100% interessiert ist, Sadguru zu kriegen. Sein ganzes Leben hat er gesucht nach. Aber irgendwie ist ein Gefühl in ihm aufgekommen, der Gurudev, der muss sehr alt sein. Wer das gesprochen hat, weiß er nicht. Sehr erfahrener Paramahamsa. So, wer hat die Realisation zu ihm gegeben, das weiß er nicht. So, Sanatana Goswami, der schreibt jetzt nichts Falsches, er kann über das im Detail sprechen. Sanatana Goswami schreibt, wenn er 100%ig interessiert ist, einen spirituellen Meister zu kriegen, ach, und ist es die Aufgabe von Baladev, ihn zu führen. Also der kann die nicht abzocken. Und was anderes ist Chaitya Guru. So, Chaitya Guru, der kann die führen. Das ist ein Sadguru. Also hab keinen Zweifel, das ist ein Sadguru. Chaitya Guru kann die führen. Das ist der innerliche Guru, der Chaitya Guru. So, jetzt kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Wort Ananta. Warum Ananta? Ananta bedeutet unendlich. So, all die Wissenschaftler in der Welt, Einstein mit eingeschlossen, volle Trupps, die haben eine klare Idee über einen Punkt. Was ist der Punkt? Also, einen Hauptpunkt haben sie gleich alle, dass sie sagen, das ganze unendliche Universum, da ist ein zentraler Punkt. Das sagen alle Wissenschaftler. Das glauben alle Wissenschaftler. Da ist ein Punkt, der was in der Mitte ist, und das ist Golok. Sokrates und große Wissenschaftler, die haben das alle auch irgendwie gefühlt oder die denken, aber die können es nicht realisieren. Es ist wie ein Kreis, wo ein innerer Punkt ist. I am interested about myself. I am less interested. Because I have one center point, I have one circle. I like to live with this short circle which is going to be destroyed after my death. This is my defect. So those are big sadhu. What is their bhajan? They like to coincide their center point with that common center point. Follow. And we'll have to think this very, very clearly. If Anantadev is not coming inside your heart, you can express some prejudicial idea, you can express some very, cheap philosophy, cheap darshan, cheap idea. So, wenn Anantadev nicht in dein Herz kommt, nachher, dann kannst du ganz eigensinnig werden und selbstbedacht. Falsche Sophien aufglaubst. Und wenn du nicht die Segnungen hast von Anantadev. So, Anantadev, infinity world, all jiva, Chaitanya Mahaprabhu giving example.
Chaitanya Mahaprabhu gibt das Beispiel, warum umarmt er einen Leberkranken, Chaitanya Mahaprabhu. Wenn jetzt ein Zimmer Leberkranke kommt, dann würde man sofort zurückgehen oder Tuberkulosekranke. So, dann denkt man sich, der kann mich anstecken, der kann mich anstecken. Und Chaitanya Mahaprabhu hat er umarmt. Er gibt das Beispiel, dass weil ihm das Herz so Nityananda, was ist die Bedeutung? So ewige Nektar, ewiger. So die erste Aufgabe ist, Zuflucht suchen bei einem Sadguru und wirklich die Bedeutung verstehen, was Diksha ist. Speaking, without proper perfect initiation, you have no right to worship Balaram. You have no right to enter into kitchen. You have no right to enter into deity room. Ohne die Diksha-Einweihung hast du nicht wirklich Recht, dass du ihn kochen kannst oder die Deities verehren. Es ist nur für die, die was wirklich Diksha-Einweihung haben. Nur Diksha-Einweihung, nicht jetzt nur äußerlich, sondern wirklich eine innere Diksha-Einweihung. I never think that, because I know Nityananda Balaram is there. Nityananda was there, he is arranging everything. So I should have 100% belief unto the Lord. So, man muss dann 100% Glauben an Sadguru, Vaishnava und Bhagavan haben. Das ist die erste Aufgabe. Ansonsten kannst du sagen, das ist mein Zimmer, das ist mein Zimmer. Ansonsten, du kannst sagen, das ist mein Zimmer, das ist mein Zimmer, aber sobald du stirbst, kann der Nächste eingehen in das Zimmer. So, wir denken uns, das seien die Häuser oder Wohnungen von Nityananda. Es gehört nicht uns. So, wenn Mahaprabhu zum Gambhira-Tempel gegangen ist, dann sagt der Kashimisha. Dann sagt er, das ist alles deins, das ist alles deins. Na, das ist alles deins, das ist alles deins. Warum fragst du mich? So, Kashimisha ist der Gurudev vom König Prataparudra Maharaj. When Chaitanya Mahaprabhu was speaking, then the Kashimisha laughing, Prabhu, why are you asking? This is all yours. So, Kashimisha, der sagt, das ist alles deins. Weil der hat kein Ego gehabt, dass das sei Tempel ist oder sei Gambhira. Aber gebundene Seelen, die sagen, oh, das ist mein Tempel, das ist mein Tempel. I can show you directly, this is the family member controlling that mod. That mod is not Gurudeva's mod. They are all family members there. Uncle, aunt, these are their controlling mod. Also es sind viele Tempel, was so kontrolliert sind, fast schon wie eine Mafia. Das ist, die ganze Familie ist drinnen, die haben eben die Kontrolle über die Tempel. Es ist alles praktische Beispiele sind das, die was wirklich da sind in der Welt. Aber die Tempel, die kennen nicht einander, wo Krishna selber so. Und du musst als erstes Anantadev einladen in dein Herz. Ansonsten kann man nicht sagen, dass du eingeweiht bist. Anantadev, der kommt und dann Dikshakale, Shikshakale, Atmasaman, Pansekale, Krishnatale, Kare, Atmasaman. For Anandam I can give you glass, very nice. Follow, very nice. Diksha Kale at the time of initiation, it is the duty of disciple to show Sarvatmana Srita Padam Jadi Nirvalikam. Wholeheartedly, silently. Diksha Kale Shishya Also Diksha Kale, Shikshakale, Atmasamapana. Kale Krishna Kare Kare Atmasam.
Shaideho Paritar Chidanandamoy is written there. Even Sanatana Goswami, the eternal person of Mahaprabhu, still through Sanatana Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, giving a great lesson to us. Simply Sanatana Goswami wanted to destroy his own body because he developed this different kind of scabs. Sanatana Goswami wollte seinen Körper wollte eben Selbstmord begehen, weil er eben die ganzen Hautkrankheit gehabt hat. So, er wollte seinen Körper unter die Reifen vom Jagannath-Rad werfen, sein Körper. So, das Gefühl ist in ihm aufgekommen. Und Chaitanya Mahaprabhu hat es gefühlt. Oh Sanatan, was ist in deinen Gedanken, was ist in deinem Herzen, was geht dort fort? Er hat es sofort verstanden. Er hat gesagt, dein Körper gehört schon mir. Den hast du mir gegeben. Das ist Atma Samarpan. Dein Körper gehört nicht mehr mir. Dir selber gehört nicht mehr der Körper, sondern mir, sagt Chaitanya Mahaprabhu. Also wie kannst du dann sagen, dass du deinen Körper jetzt aufgibst und die unter dem Reifen vom Jagannath-Rad werfen willst? Du hast kein Recht, das zu planen und das zu machen, weil du deinen Körper schon mir gegeben hast. Du hast dein Körper gehört mir. Du hast schon Einweihung gehabt. Dasselbe ist mit Murari Gupta. Oh, Murari Gupta. Oh. So, der hat da am Messer versteckt. Er wollte sich eben auch umbringen. Smith. So, er kann nicht folgen können Mahaprabhus Anweisungen, deswegen wollte er sich umbringen. Aber Chaitanya Mahaprabhu hat gesagt, das kann er nicht machen. So, wir haben kein Recht, unser Leben friedvoll zu leben, weil unser Leben schon hingeben ist in Guru und Vaishnava. Also warum soll ich Angst haben, dass sie über die absolute Wahrheit spricht? Okay, lass mich, die können mich töten, da habe ich kein Problem, wenn sie das wollen. Ich bin dort fixiert an die Lotusfüße von meinem Gurudev. So. Ich habe schon alles meinem Gurudev gegeben, mein Körper, mein ganzes Leben, alles gehört ihm. Ich bin nur in seinem Dienst beschäftigt. So, das erste ist, Anantadev in sein Herz einzuladen. Where you can invite Jagannath. There is no seat. There is so many seats, cushion and everything. If any people come and give this pillow, sit nicely. But for Jagannath, you have no seat. You have seat, you can sit. You can get proper seat. What is that seat? Anantadev. So, Anantadev, der soll ihm eingeladen werden in der Herz. So im Tempel ist es das Erste, was man macht, dass du Anantadev einladest. Und nachher kann dort Jagannath Platz nehmen. So viele Arten dient Balaram, Krishna. Aram, Abash, Upadhan, Upavit, Karam, Kram, everything, all Dhamma. Many times I told you, cannot remember. Sahasrapattam Gavalam Gokulaksham Mahaparam Tatkarnikaram Mantransha Shandini Shakti, So, Balaram ist Sandhini Shakti, ewige Existenz. Eternal existence, this word coming from Anantadev. If at all Anantadev is not there, Sandhini Shakti, then where your existence is false, the Dharma is false, all false.
So alle Planeten, alle Sterne, alles ist eben das ist Sandhini Shakti. Die meisten Wissenschaftler haben keine Ahnung, wie wirklich die Sterne und das ganze Universum, wie das alles zusammenhängt. Das haltet alles Anantadev. Another point I can touch, that is Anantadev carrying one mushal. Plow and all and mushal. So Anantadev, der tragt einen Pflug. Also das ist das Symptom von Felder zu kultivieren. Also das Herz ist das Feld. So das Herz muss kultiviert sein oder umgackert von Gurudev. Und nachher kann man in so ein Feld den Samen sehen. Und nachher gibt man Wasser, Luft, Licht und verschiedene Elemente, dass die Pflanze wachsen kann. So Diksha Mantras, die nennen sich alle Bij, Samen, die wachsen alle. The only way, Harinam, Hari Kirtan, through which in Kalikal we can get that kind of feeling. All the way Chaitanya Mahaprabhu's whole lives wanted to show us the same thing. But we are not going to believe same thing. All life Chaitanya Mahaprabhu. Do Sankirtan, do So Chaitanya Mahaprabhu hat immer gesagt, macht Sankirtan, macht Sankirtan. Sankirtan ist das Einzigste, was Krishna zufriedenstellt. Sankirtan Pitta. Also als allererstes, lad Anantadev ein in deinem Herz. Es ist die Aufgabe von ihm, dann das Herz zu reinigen. Nityananda Prabhu wird dir helfen. Bhakti Guru erscheint Balaram als erstes und Nityananda erscheint dann als Diksha Guru, als Mahant Guru und Nityananda erscheint als Shiksha Guru genauso. Also verschiedene Formen. So, es ist die Aufgabe dann zu pflügen, das Herz, das Feld zu pflügen. So, wir müssen das erlauben und zulassen. Nachher macht es Nityananda Prabhu. After that, you see how different way Nityananda, Balaram, helping, serving Jagannath. I cannot speak. I cannot speak. Only I can indicate. Indication. I cannot speak. I have no power. There is written that in Golokdam Vrindavan, also in Goloka Vrindavan, wo Krishna und Balaram spielen, der Balaram ist die erste Erweiterung von Krishna. So Balaram und Krishna, das sind fast dasselbe, nur die Hautfarbe ist verschieden, die Körperfarbe. Und Krishna hat Willenskraft. Die Willenskraft ist nur mit Krishna. Alles andere dreht sich um Krishna. Whereas Nityananda Prabhu commitment in front of you, but still you are not ready to believe. Nityananda ready. I am in Dasasam. If you can do this bhajan, you can see Nityananda in dreams. You can practically, not even in dream. Half dream, you can see Nityananda coming, putting his lotus feet on head. But you cannot believe me. Those who are having this kind of incident in their life, they are 100%. Also, They believe. das ist möglich. Nitai pada kamalo koti chanda shoshidal se jaya jagatta chedai.
Also, dass du wirklich die Lotusfüße von Nityananda am Kopf hast. Das ist Wirklichkeit. Es ist keine trockene Philosophie oder ein Song. Für die ist es Wirklichkeit, für die Personen, für die Acharyas. Amaraj, Trivikram Maharaj, He's crying, he's aged, 85 almost, but he treat me in such a way that is, he treat me as Guru. I'm very sad also all the time. Trivikram Maharaj, der lebt im Godum-Typ, Shamanas. Shravan Ashram. One day speaking, Maharaj, I wanted to take sannyas dikha from your Gurudev. That time your Gurudev was, that time I didn't care. He is very more senior to me, very senior to me. But we already informed, Maharaj, would you be kind enough to provide us sannyas? Well, I can give. You come to Ananta Vasudev Mandir, Kamna. Well, they're going 2 or 3 or 4, maybe, I don't know. They're going to temple. After that, they meet Gurudev. Gurudev speaking, I cannot give you sannyas. Maharaj, why? We already, that day you told that we can give sannyas. Well, I thought I can give sannyas to you, but some political leader in the form of Acharya, he is actually political leader, in the form of Acharya, threat me. If you give, send 2 or 3 hooligans and threat me if you give sannyas to them, it's very dangerous for you. That's why, oh my son, I cannot give dikha. So I have no power to fight with people. Well, you have come here, night time, you can take bath, take prasadam here. They are crying, Maharaj, you promise us. Night time, they are not sleeping, they are crying whole night. Guru Maharaj wanted to sleep night time for some time. In dream, Nityananda coming. Hey, give dikha to them, sannyas dikha. Morning time during Arati is over, Maharaj speaking. You go to Ganga, take bath, I can give sannyas to you. Just evening time you told you cannot give sannyas. Also da war ein Vorfall in Kalna. Sind 2 Sannyasi annehmen wollten von seinem Gurudev, aber dann hat er gesagt, durch politische Probleme kann er es machen. Und der hat ihm gesagt, na, gib ihnen nicht Sannyas, sonst hast du ein Problem. Aber nachher ist in seinem Traum miteinander Prabhu erschienen und hat gesagt, gib ihm Sannyas. Und am nächsten Morgen hat er dann gesagt zu denen, okay, ich kann auch Sannyas geben. So, das ist ein praktisches Beispiel, dass Nityananda Prabhu in unsere Träume oder in einem Traum erscheint und uns Anweisungen gibt. So, Nityananda Prabhu also das sind unendlich viele Monde. Das Licht, das ist so ein sanftes Licht, was von den Lotusfüßen von Nityananda Prabhu ausgeht. Also wenn Nityananda Prabhu solche Füße auf unseren Kopf gibt, also Nityananda Prabhu ist nicht, dass die Füße von ihm uns irgendeinen Schmerz geben, so wie wenn man einen Eisklotz auf seinem Kopf hat, sondern weil das Wort kühlend da ist. So, das ist kühlend in einer ganz milden Art. Nicht zu vergleichen mit irgendwas Materielles. So, jetzt ist er wieder zurückgegangen, dass Balaram die erste Erweiterung ist von Krishna. Und der kann, ihm ist es erlaubt, Rasa-Tanz zu machen. Viele große Schreiber in Vrindavan, die sagen, dass Rasa-Tanz mit dem Balaram nicht möglich ist. Obwohl Vrindavan, das Thakur schreibt, die was nicht an das glauben, das sind wie Dämonen. Balaram Ras hat eine Spezialität. The group is totally different and the place is totally different, long distance from that.
So, die Gruppe ist eine andere und es ist ganz, ganz weit entfernt von Krishnas Rasa-Tanz. Es ist der Ort in Obegan. Es ist am Ufer von der Yamuna. We are traveling, going there, long distance. You cannot travel. You can cut your leg. Oh, heavy. Follow. This is Balaram Das is approved in Shastra. Anyway, I like to discuss this point, that what is the function of Balaram Maharaj? First point, Balaram Maharaj, first expansion, helping Krishna in his Leela all the time. Follow. Second point, Balaram Maharaj is there in Chatur Guha as Mool Sankarshan, Mool, original Sankarshan. So Balaram ist ja der Mool Sankarshan, der originale Sankarshan. Sankarshan, das Wort, warum wird es dort angewendet? So Balaram ist Mool Sankarshan. Though it is infinity, still there is one barrier, 4 point. Vasudev Sankarshan, Aniruddha, Vasudev Sankarshan und Aniruddha. That Sankarshan is original, Mool Sankarshan. From there, we can find another Sankarshan, which is Mahasankarshan. Und von dem Sankarshan kommt Mahasankarshan, der ist in Vaikuntha. Sankarshan in Vaikuntha now, all around, four square. From that Sankarshan, Und von dem Sankarshan kommt Karnadaka Vishnu, der erste Purusha Avatar. Von Karnadaka Vishnu kommt dann, also Karnadaka bedeutet das ganz, ganz unendliche viele Universum ist in seinem Wesen sein. Vishwan, also so weiß von der Brahma Samhita, unendliche Brahmandas sein in seinem Körper. Und dort in dem Körper ist dann Garbhodaka Vishnu. Also der schlaft auf dem Ozean. Und in jedem Brahmanda ist dann Garbhodaka Vishnu. Und der Garbhodaka Vishnu von dem kommt dann Kshirodaka Vishnu. Der ist dann in jedem Atom. Garbhodaka Vishnu is the root cause here at present. All avatara coming. In each Brahmanda, countless avatara coming. Kurma, Varaha, So, von Garbhodaka kommen Kurma, Varaha, Nishinga, alle Avataras. It is that Avesh, different. That is from Garbhodaka side. Es kommt vom Garbhodaka. Garbhodaka Vishnu, navel's foot, there is actually Brahma. Und von seinem Nabel, von Garbhodaka, sprießt der Lotus, wo Brahma geboren wird. Und da gibt es auch noch ein Kira-Saga. Kshirodaka Vishnu. Es ist Aniruddha Vishnu. So alle Seelen, die kommen von dem, alle Seelen, alle Hunde, Tiere, Lebewesen, Vögel, alles, alle haben in ihrem Herzen den Kshirodaka Vishnu. Als Paramatma. So der hat dort Platz eingenommen in unserem Herzen. Aber wir wissen nichts von dem. Why it is written Govind Bhakter Hidaya Sada Govinda Vishra? Why Narottam Rai could write in this way?
Bhakta Hridaya Sada Govinda Vishnu. So in dem Herzen von die Vaishnava, also in jedem Herz ist Paramatma vorhanden. Aber Paramatma ist nicht wirklich, kann nicht wirklich rasten, weil die Seele so viele verschiedene unabhängige Wünsche hat von ihm. So Krishna kann nicht wirklich rasten dort. So, aber die reinen Devotees, die geben den Krishna einen Sitzplatz. Die haben kein Verlangen nach irgendwas. So, Krishna kann dort ganz ruhig leben in so einem Herzen. Ansonsten wollen wir Vishnu zu unserem Diener machen. Aber wir sind die Diener von Vishnu. The Pope was thinking, Prabhu, Supreme Lord cannot get any satisfaction there. They are not going to serve Supreme Lord. Believe me, they are not going to serve Supreme Lord. They are going to engage Supreme Lord as so, die Leute, die im höchsten Herrn in ihrem Dienst, die wollen, dass der höchste Herr ihnen dient. Die fragen den höchsten Herrn, oh, sie brauchen das und das und das wollen sie und das wollen sie. Und da hat er Problem und da hat er Problem, bitte löst es, bitte löst es. Und Bhagavan, oh höchster Herr, bitte hilf mir da, hilf mir bei dem Problem mit der Schwester und organisiere eine Heirat so. So, das ist eine Geschäftssache dann. Prahlad Maharaj sagt in dem Fall, oh Prabhu, die, was das so sehen, das sind eigentlich Geschäftsleute. So, wenn du da irgendwas erwartest vom höchsten Herrn, das ist nicht wirklich ein Dienst. Das sind dann Ausnutzer, Geschäftsleute. That's why we cannot even conceive about what is Bhajopem. What is the status, what is the condition of those Bhajopikas? Deswegen können wir ja keine Ahnung haben, was wirklich die Gopis sind, wenn Damen für Liebe zu Krishna haben. Das ist niemals möglich für uns. Das ist nicht irgendwas zum Erinnern. Es ist keine Philosophie, die was du sprichst. So, die Devotees, die haben ein direktes Gefühl. Die wollen das Gefühl teilen, was sie haben mit dir. Das ist nicht eine trockene Philosophie. So im Srishti Lila, in der Kreation, so, das ist der Hauptverantwortliche, ist dort Nityananda. Und alle Avatare, die kommen auch von Nityananda Prabhu. Ram, Nishinga, Varahadev, die kommen alle von Nityananda Prabhu, sagen Krishna. Balaram. Garbhodaksha. Der ganze Asana, die Sandel, die Holzschuhe, die Brahmanschnur, alles, der heilige Darm, alles kommt von Nityananda.
Lakshmanji Maharaj came here in this material world as younger brother. That time, what Ram speaking, hey Lakshman. So Lakshman ist gekommen als jüngerer Bruder. He could not pass any instruction. So, So er war der jüngere Bruder, deswegen hat er nie was sagen können, dagegen was jetzt Ram ihm angewiesen hat. Aber deswegen ist er dann gekommen als Balaram der ältere Bruder. Und jetzt kann muss er nicht mehr so gehorchen. Jetzt sag er ihm, was er zu tun hat. Next life, I can come as your elder brother. I can be, hey, Kanai, Krishna, what are you doing? Elder brother. Here also in Gaur Lila, it is written In Gaur Lila ist das Gleiche. Chaitanya, actually Gauranga don't care, Nimai. So, Nimai, der macht alles. Vater und Mutter, da macht er sich nichts draus. Aber wenn der ältere Bruder was sagt, Vishwarup, nachher gehorcht er. In front of everybody, fighting, running, this, that. Only in front of Vishwarup, irritating. Not speaking anything, only speaking head. Very careful. What is the condition? To show the gravity, show the excellency. Shepa Bhagavan is always avi, in avi. Have some avi means respect with some fear, sweet fear. Avi means respect with some sweet fear. Also Awe and Reverence. Awe bedeutet Respekt mit der gewissen Angst. This all the time, Balaji Maharaj is serving Krishna. So in so viele Art und Weisen dient Balaram Krishna. Krishna und Balaram, wenn die in den Wald gehen, dann manchmal Krishna massiert die Füße von Balaram. So, Krishna dient Balaram weil Balaram nimmt den Dienst an, weil Krishna will das, dass er auch seine Freunde massiert. But for the satisfaction of Krishna, Balaji Maharaj allow him to serve. If you get satisfaction, you serve. So what is serve mean? Service means? Satisfaction of the object. I am going to serve you. If I cannot give full service, what kind of service I have done? Also das ist die Zufriedenheit vom Objekt, das ist Dienst. Deswegen kann Krishna auch die Lotusfüße von Balaram massieren, weil Krishna kriegt durch das eine Zufriedenheit. So, das sind direkte Gefühle von Balaram. Now it is written in Sastra Bhagavata, it is written, today is the appearance day of Balaram. But I am sorry to speak, there is big fighting. So heute ist der Erscheinungstag von Balaram, aber da gibt es einen großen Streit um das Thema. Es ist Kali-Kal, das Zeitalter von Kali. Ohne Streiten akzeptiert man nichts. Das ist die Segnung von Maya Devi, das ist Prasadam. So manche Gruppe in Vrindavan, die sagt, es ist nicht der Erscheinungstag von Balaram. Die haben das Konzept, dass Balaram ist ein Jahr älter als Krishna. Aber im Bhagavatam also Jiva Goswami im Gopal Champu, der sagt auch die klare Idee. But time to time, I don't know why people fight over this common issue. They are fighting. No, Balaram is 1 year older. Die sagen, oh, Balaram ist ein Jahr älter. Also wir Gaudiya, wir glauben Bhagavatam. Weil das ist Chaitanya Mahaprabhus Anweisung. Srimad Bhagavatam Pramana Mamalam Prema Pamartamaha Si Chaitanya Mahaprabhamadamidam Tatra Tarona Paraha. Wir sind nicht interessiert an irgendwas anderes.
Mahaprabhu hat aufgezeigt, dass das Srimad Bhagavatam das absolute Dokument ist. So, was ist jetzt im Bhagavatam? Was ist die Kalkulation dort? Es gibt ein großes Problem in Vrindavan. Somebody saying, Baladev Maharaj took birth here, is that. Kamso giving too much oppression. Kamso giving too much oppression to Vasudeva. What do you mean by Vasudeva? Vasudeva means whose heart is full of Sattik, Satta. Vasudev, der Name, bedeutet derjenige, der was das Herz voll illuminiert hat, mit Sattva Bhav, mit Shuddha Sattva, ganz erleuchtet ist. Also das nennt sich Vasudev. Also das ist ein perfekter Platz, wo Krishna sitzen kann. Das Herz, was gemacht ist aus Shuddha Sattva. Das ist die innere Bedeutung von Shuddha Sattva. That's why called Vasudeva. It is written, first of all, some, you cannot realize some superpower coming, enter into the heart of light, coming into the heart of Vasudeva Maharaj. After that, power entering into the Om of Yashoda. I mean, who? Vasudeva. The heart of Devaki. It is not like medical term, fertilization, not that. It is not like So in das Licht, das was erschienen ist von Vasudevs Herz, das ist dann gegangen, transferiert in das Herz von Devaki. Und dann erscheint Balaram in Devaki. Sie fühlt, dass sie dann ein Kind in ihrem Bauch jetzt hat. Aber Ausach will erklären davor, was wichtig ist. In verschiedenen Puranas gibt es verschiedene Verwirrungen. Aber er glaubt, dass Chaitanya Mahaprabhu sagt, oh, folgt dem Bhagavatam. Warum machst du so viele Gedanken über andere Schriften? Im Bhagavatam ist geschrieben, also vor Krishnas Geburt, für 7 Monate, so Devaki hat ein Baby in ihrem Bauch gehabt. Normal braucht es 10, 12 Monate. Aber 7 Monate ist zu früh. So, aber bei der Unterweisung von Krishna hat Yoga Maya die Unterweisung gegeben, dass der Bauch von Vasudeva Kalananta, dort ist mein Teil, mein Amsa, also nimm den Körper und bring den in den Körper von Rohini. Und Rohini ist nach Gokul gesendet worden. Somehow they cannot fight because they have no power. There's no power. So they took, Vasudeva took decision to send this wife, Rohini, had some purpose, who knows, they had some direct feeling. Why they are going to feel, send whom? Rohini Ma was sent to Gokuldam, Mahavan, where Nanda Maharaj's palace is there. So die Rohini ist gesendet worden nach Gokulvan. Und dort war jetzt das Kind. Sie ist immer mit der Yashoda-Mutter zusammen gewesen. Sie denkt, dass das mehr als wie meine eigene Schwester ist. Aber wer weiß, das Geheimnis?
dass eben Yogamaya das Kind transferiert hat in den Körper von Rohini. So, Rohini Devi, dann ist der Bauch immer gewachsen und gewachsen. Ja. Wife of Baladev for 16 years inside. Oh, my son, come on. No, I cannot come outside. I'm very resting, very nasty. I'm doing Also der Balaram, der war dann einfach länger im Körper, so wie Sukadev Goswami auch. Der war so lange im Körper, weil er gesagt hat, er macht Bhajan in dem Körper von der Mutter. Außerhalb ist überall Maya, so er will nicht rausgehen. Und dann hat Krishna gesagt, nein, Maya kann dich nicht berühren, nachher ist er rausgekommen. So within that fraction of a second, that Maya can touch you. Maya cannot touch you, it cannot happen. My rules and regulations are set for everybody. I cannot make a separate rule. Like promising, for fraction of a second, Maya cannot. For fraction of a second. That much time is nothing. One must have said, if I put on the horn, on the horn of the cow, Gomata, within fraction of a second, that Master Sid can roll down, speak. Yes. Also das ist dann wie ein Same, denn was ist immer eine Sekunde nur, was Sukadev Goswami dann gesagt hat, dass nicht einmal eine Sekunde kann die Maya berühren. Und das Gleiche, das war im Sukadev Goswami, der ist dann einfach rausgekommen und ist dann in den Wald gegangen. So, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter? Er ist gelaufen und hat genau verstanden, dass der höchste Herr sein Vater und seine Mutter ist. Dort hat man keine Beziehung, das ist eine ewige Beziehung, das ist keine temporäre, die hat man nur mit Krishna. So, 7 Monate sind jetzt vergangen und in der Zwischenzeit in Mathura, alle Leute haben gesagt, oh, schon 7 Monate. Also nachher ist der Devaki, der hat in der Zwischenzeit eine Fehlgeburt gehabt, aber keiner weiß, dass das Kind schon transferiert worden ist in den Körper von Rohini. So, und nachher kommt Krishna. Das ist der nächste Kind dann. Und der wird 8 Monate. So, nach 8 Monaten gibt Devaki Geburt. Janmastami. So, der Ashtami in dem Kalender muss Navami berühren. Das ist ein spezielles Ashtami. Er berührt Navami. Aber Vaishnavas observieren niemals den Tag, der was den Saptami berührt. Das ist eine astrologische Berechnung. So 8 Monate waren vor. Also Krishna war ganz fit, ganz mature, ganz reif. Nach 8 Monaten. Und zur selben Zeit hat Yogamaya Geburt genommen, die Schwester von Krishna.
Jiva Goswami schreibt in derselben Nacht, zur selben Zeit, zur selben Tithi, zur selben Sternenkonstellation, hat Krishna Geburt genommen in Gokul von dem Mond von dem Bauch von Yashoda. Und Vasudev Krishna hat Geburt genommen im Gefängnis von Kamsa. So, das ist ja verschiedene, das ist geschrieben im Bhagavatam. Zuerst erscheint Krishna mit 4 Händen. Ich sage, Vasudev, oh, du kommst ja unser Sohn, aber wer kann dem Glauben schenken, wenn du mit 4 Händen kommst? Keiner in der materiellen Welt kann so ein Segen mit 4 Händen und Waffen in der Hand. No, Krishna sagt, ich bin nur so erschienen, um die daran zu erinnern, dass du im früheren Leben so viel Austerity und Tapasya gemacht hast, dass du mich jetzt als Kind wieder kriegst. Daran dran. Kashyapa. So they took birth, Dhara and Drone. Dhara and Drone. Dhara and Drone as Nanda Yashoda. Das ist Nanda und Yashoda. Krishna actually, I forget. Anyway. So, Vasudev Devaki in previous life. Krishna giving reminder, previous life you doing bhajan tapasya, so you wanted to get blessing from Brahma. We want to get just Supreme Lord. Same quality, right? But it's not possible. Supreme Lord speaking, you want to get that kind of children, baby, which is just like me, is impossible. So I have to come. Weil sie eben so ein Kind wollten, wie Krishna selber. So, deswegen bin ich so jetzt erschienen, um die daran zu erinnern, an deinen Wunsch. Then in the lap of Vasudeva Devakima, that small baby crying, wow, wow, wow. Also nachher das Kind hat 2 Hände gekriegt und ist dann in dem Schoß von Devaki gesessen und hat geschreit, wow, wow, wow. Aber in Gokul ist ein anderes Erscheinen von Krishna. Yashoda und Nanda Baba. That's why it's not like that. But it is also Divya. Janmo, Karma, Chame, Divya. SBde190815. It's also Divya. But Divya is totally little bit different. Also es ist auch transzendentale Geburt, aber es ist verschieden. Weil Krishna wollte dort aufzeigen, dass er wirklich geboren wird von Yashodas Bauch. Und Yashoda Mutter ist ohnmächtig geworden und dann ist das Baby rausgekommen nach einer langen Zeit. Sie war ganz schwach, weil 2 Babys gekommen sind. Keiner hat es gewusst. Es war im Geheimen. Es war Krishna und seine Schwester Yogamaya. So, deswegen ist geschrieben, Krishna, der Nandatmajo. Yashoda Nandan. It's not like that, it's very unique Siddhanta. So Jiva was feeling same time Krishna Tugva. I can discuss this point during Janmashtami period, not now. But first point I wanted to speak, 7 months over, still baby, I mean 14 months over, still here. 14 months not over, almost going to be over. 23rd or 25th, 4th, like this. 1 week before ending. Then they are almost at the end of 14 months. There who? Rohini Ma gave birth to a very powerful boy.
Und Rohini, Jaho! Und Rohini-Mutter, Rohini-Ma, die hat Geburt gegeben nach 14 Monaten zum Balaram. Der hat so lange gebraucht, bis er rausgekommen ist, weil eben 7 Monate sind vergangen, wo sie die Missgeburt gehabt hat, und dann hat er aber gewartet, bis Krishna gekommen ist, nur 8 Monate, und nachher ist er erst rausgekommen. So within 8 months, Krishna come out, Krishna took birth. 14 months almost, Rohini was waiting to give birth. Why? It is written there. I can give documents. Those who are going to fight with this issue, point, that you cannot speak this way, Krishna is, Balaram is 1 year senior. No, not at all possible. Main document is there. When nomenclature, you know, name. So, was ist jetzt der Beweis in den Schriften? Die Namenszeremonie, was Garga Acharya organisiert, dort hockt Krishna. Krishna sitzt von Rohini und Balaram von Yashoda, weil sie einen Test gemacht. Aber Gargi hat das verstanden, wer ist. Now point is that if one boy taking birth 1 year before that younger boy, how is possible that both of them can get name at a time? So, wenn ein Junge jetzt ein Jahr davor geboren ist, wie haben sie dann zur gleichen Zeit Namenszeremonie gehabt? Another point in Bhagavatam I can show you document that Krishna Balaram Ringamanu is crawling with leg. Ringamanu Divachan with knee and hands. So how is possible? If one boy Balaram is 1 year senior to Krishna, then he is supposed to stand, whereas Krishna is going to crawl. So no way you cannot prove. You cannot prove scientifically, philosophically, anyway you have no power to prove that Krishna. Also das ist ja überall in den Schriften, Also in different Puranas it is written, in verschiedenen Puranas. Es ist geschrieben, dass Krishna und Balaram, das sind wie Freunde. Der Alter ist gleich. Follow. This way, big fighting going on, but we are not going to fight with anybody. We want to believe the indication by Chaitanya Mahaprabhu. We want to believe Bhagavan. Es sind viele That today is the appearance day of Balaji Maharaj. Schlussfolgerungen über das Thema, aber mir folgen Chaitanya Mahaprabhu und Jiva Goswami, und nachdem ist heute der Erscheinungstag von Balaram. You cannot understand. Actually, Savan is going on. Why Chandramas? We calculate by Chandramas and Suryamas. So According to the place of Sun God and Moon God, we have 2 calculation procedure. Also da gibt es Sonnenkalkulation und Mondkalkulation. It seems Savani Purnima. Also es schaut so aus, als wie Shavana Purnima ist. Aber in der Kalkulation ist es... This Garbha started. What is the calculation period? To now, what is the calculation? As per star position, if you keep Sun God as the middle, that calculation totally different. Moon God, if you put, is totally different. That's why we also say that Baladev Avirbhava tithi, Krishna Panchami. Krishna Panchami? And another Panchami Sukla, there Saraswati, worship of Saraswati Vishnu Devi. And just next Panchami, how we calculate? There's a night calculation. Also das sind ganz alles astrologische, feine Kalkulationen, was man da machen So kann. you believe that Krishna and Radharani
So Krishna, Radharani, Balaram, die haben alle Geburt genommen in Bhadra, in dem Monat. Es ist nicht Shravan nach der Kalkulation noch. And now, as per our calculation, it's not Bhadra, still Ashi, still Savan. This calculation, if you like to understand, you have to study very deeply, and you cannot understand. So today is the appearance day of Balaji Maharaj, Rohini Ma ki Jai. Jai Ho. And all big festival was there in Gokula. Also da war ein großes Fest dann in Gokul. Discuss all about this. So excuse me, someday I can discuss. Follow? So last point, you can remember that day I was discussing. What I was discussing? Forget. So you should remember this thing. Namaste to hologram, namaste musalayudo, namaste rivodikanto, namaste bhaktavassalo, namaste balilam seshto, namaste dharanidhara. Polambari namaste tu. Trahi Mam Krishna Purvaja. Jai Balaji Maharaj ki, Jai Nityananda Prabhu ki Jai. Whereas Nityananda Prabhu promise you, I promise that I can save you from the dangerous firing world, provided you can believe me, you can speak. Oh, go, Amare Kinya Laho Bhajo. Kina Laho Gaura Hari. Samsaras. Tayo may lage. Without Balaji Maharaj, we cannot understand who is Krishna, who is Krishna, who is Krishna. Also ohne Balaram haben wir keine Möglichkeit, den Krishna zu verstehen. Wer ist Krishna? Zuerst müssen wir verstehen, wer Baladev ist. Vanchakalpadam, was Chakya Pasin.